Hallo Leute, heute gibt es bei mir ein paar leckere gefüllte Pfannkuchen mit Hackfleisch und dafür mache ich mir als erstes mal den Pfannkuchenteig. Ich habe hier 150 Gramm Mehl und 250 Milliliter Milch. Die Hälfte von der Milch schütte ich schon mal in meinen Teig rein. So, und daraus rühre ich mir jetzt einen richtig schön zähen Teig an. Ein bisschen brauche ich noch. So, dass ich nachher keine Klümpchen mehr in meinem Teig habe. Da kommen noch gleich 2 Eier rein. Eine Prise Salz. Etwas Pfeffer. Und etwas Muskatnuss. Und sobald das Ganze verrührt ist, kommt meine restliche Milch dazu. Gut. Damit ist mein Pfannkuchenteig fertig. Den lasse ich jetzt noch ein bisschen stehen und in der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um die übrigen Zutaten. Zu meiner Füllung kommt nachher noch ein bisschen Paprika dazu. Die schneide ich mir schon mal in kleine Würfel. So, die Paprika ist geschnitten. Dann heize ich mir schon mal die Pfanne vor. So, auf 3/4 Kraft. Dann kann die schon mal vorheizen für meine Pfannkuchen. Zucchini schneide ich mir auch gleich in Würfel. Wenn ihr jetzt eine dickere Zucchini habt, dann könnt ihr innen das Kerngehäuse rausschneiden. Je nachdem wie das aussieht. Bei mir ist es noch relativ fest, deswegen lasse ich es drin. Aber wenn das schon weich ist, dann einfach rausschneiden. Dann habe ich noch eine Zwiebel, die schneide ich mir auch gleich in Würfel. Und dazu kommt jetzt noch eine Zehe Knoblauch. Die schneide ich mir auch in kleine Würfel. In meine vorgeheizte Pfanne kommt jetzt ein bisschen Öl. Und da werde ich jetzt meine Pfannkuchen drin ausbacken. Mein letzter Pfannkuchen ist fertig. Das ist aber jetzt nur ein halber. Also für alle, die nur eine halbe Portion möchten, die haben dann einen halben Pfannkuchen. So, ich wechsle jetzt die Pfanne. Man könnte jetzt auch in der anderen Pfanne weitermachen, aber zum Braten gehe ich lieber in meine Edelstahlpfanne und die heize ich mir jetzt erstmal auf. Meine Pfanne ist heiß, da kommt jetzt ein bisschen Öl rein und mein Hackfleisch. Ich habe dafür übrigens gemischtes Hackfleisch genommen. Ihr könnt aber genauso gut Rinderhack nehmen, je nachdem was euch lieber ist. Sobald es dann angebraten ist, ein klein wenig wenden. Dann gebe ich auch gleich meine Zwiebeln und den Knoblauch mit dazu. Dann habe ich hier noch Kräuter der Provence. Da kommt auch noch eine Prise mit dazu. Dann würze ich mir auch gleich ein bisschen Pfeffer und Salz. Und dann kommt noch eine Prise Paprikapulver dazu und noch etwas Tomatenmark. Und dann gebe ich auch gleich mein Gemüse mit dazu. Und das alles lasse ich jetzt schön in der Pfanne schmoren. Flüssigkeit gebe ich jetzt keine mehr dazu, denn ich habe ja gleich von dem Paprika und den Zucchini, die noch ein bisschen Flüssigkeit abgeben. Und von daher wird das nachher für eine Füllung genau die richtige Mischung. Dann habe ich hier noch etwas Mais in meinem Kühlschrank gefunden. Den mache ich auch noch mit rein. Aber ihr könnt da auch andere Sachen mit reinmachen. Also das ist auch so ein bisschen ein Resteverwertungsgericht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Champignons im Kühlschrank habt oder so. Also da könnt ihr reinmachen, was euch schmeckt. Die Pfanne habe ich übrigens immer noch auf 3/4 der Kraft stehen, dass mir die Sachen wirklich nicht zu viel Flüssigkeit ziehen, sondern dass es möglichst zügig gart. Denn nachher habe ich es ja noch im Backofen und ich will ja auch nicht, dass es verkocht ist. Und die Flüssigkeit soll nach Möglichkeit auch relativ gering sein, dass mir nachher bei den Pfannkuchen eben nichts rausläuft. Ich habe das Ganze jetzt für knapp 10 Minuten so vor sich hin schmoren lassen.
Jetzt drehe ich die Hitze aus. Lasse noch ein Momentchen auf dem Herd stehen. Wie gesagt, dass es halt möglichst trocken ist, die Füllung. Also jetzt nicht trocken vom Mundgefühl her, sondern nur trocken, dass nachher die Füllung eben nicht rausläuft. Denn wirklich trocken wird es nicht, weil das Gemüse an sich ja schon ziemlich viel Feuchtigkeit enthält. Also ist die Füllung nachher nicht trocken in dem Sinne, dass man es beim Essen merkt, sondern nur trocken, dass es nachher nicht beim Pfannkuchen rausläuft. Dann habe ich mir hier schon mal eine Auflaufform vorbereitet. Am besten wäre es, wenn ihr die Füllung jetzt noch ein bisschen abkühlen lasst. Dann habt ihr das nachher leichter beim Rollen. Aber ich muss zusehen, dass das Essen auf den Tisch kommt. Deswegen werde ich es direkt verarbeiten. Also auf den Pfannkuchen kommt jetzt etwas von meiner Füllung. Dann seitlich einschlagen. Und einrollen. So. Gut, das kommt dann in meine Auflaufform. Jetzt kann man eben auch erkennen, was ich vorhin gemeint habe mit dem Trocken. Also die Füllung ist eben ohne Flüssigkeit und dadurch lässt sie sich auch leichter rollen. Als wenn jetzt hier noch unheimlich viel Flüssigkeit rauslaufen würde, dann hätte ich hier eine ziemliche Sauerei. So. So, jetzt noch die halbe Portion. Ein bisschen was von der Füllung ist übrig, das macht nichts, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das da gerne mit in die Auflaufform reinmachen, dann gart das damit. Dann heize ich mir auch gleich den Backofen vor, und zwar auf 180 Grad, denn da werde ich meinen Auflauf gleich drin fertig machen. So, ich habe jetzt hier 200 Gramm Schmand, ihr könnt aber auch saure Sahne nehmen. So. Und dazu jetzt eben 3 Eier, dann noch etwas würzen, bisschen Salz, etwas Pfeffer und ein klein wenig Muskatnuss. Und das Ganze dann ordentlich verrühren. Die Füllung kommt jetzt über meine Pfannkuchen. Und was bei keinem guten Auflauf fehlen darf, ist Käse. Deswegen kommt jetzt da noch ordentlich Reibkäse oben drüber. Und der Auflauf wandert jetzt bei 180 Grad Umluft für ungefähr 20 Minuten in den Backofen. Aber wir gucken ihn uns gleich mal an. Meine gefüllten Pfannkuchen sind jetzt fertig. Ich hole sie mal raus. So sieht das bei mir aus. Ha. Wahnsinn. Der Käse ist auch richtig schön verlaufen. Ich hole mal einen raus. So. Dann schneide ich ihn auch gleich noch an, dass man sehen kann, wie er von innen aussieht. So. Wunderschön. Und damit sind meine gefüllten Pfannkuchen fertig. Ich muss sagen, die sehen schon zum Anbeißen aus. Und genau das werde ich jetzt auch gleich machen. Bei mir gibt es noch einen schönen Salat mit dazu und dann ist das Mittagessen soweit vorbereitet. Meine Gäste kommen auch gleich und dann gibt es Mittagessen. So, in diesem Sinne, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen. Da sind sie schon.